Es war ein eisig Berliner Nacht, die Luft fühlt, schwer und voller Nebel, als het die Stadt selbst beschlossen, ihr Schatten in die Menschen zu legen. Die Straßen, Letter, nun warfen lang, flackernd Lichter über das Pflaster, und die Oberbombrück lag still über der Spree, nur unterbrochen vom gelegentlichen Rattern der Vorbis I Händen Zug. Für die meisten Berliner war es ein jordentlich Nacht, doch für einen Taxifahrer namens Martin Salt sei zu einem Erlebnis worden, das sei sein Leben lang verfolgen würde. Martin war schon seit über 20 Jahren hinter dem Steuer. Hat alles Gänsehaut betrunken vergessen, weinend Liebespaar, nächtlich randalieren. Aber schwör sich später, dass in dieser Nacht was begegnet sei, das nicht aus dieser Welt stammt. Kurz nach Mitternacht stand mit seinem Wagen in der Nähe der Brücke, als ein schlank Gestalt bemerkt, die am Straßenrand stand. Sie trug ein langes, weiß Kleid, das sich leicht im Wind bewegt, und ihr Gesicht war im Schatten verborgen. Für so sei aus wie eine Frau, die von einer Hochzeit geflohen war, und wundert sich, warum sie allein an einem so trostlosen Ort stand. Hielt an, senkt die Scheibe und fragt, ob sie ein Mitfahrgelegenheit broch. Ohne ein Wort stieg sie ein, setzt sich auf den Rucks, und murmelt, mit leiser Stimme ein Adress in Charlottenburg. Martin spürt sofort ein merkwürdig Kälte im Wagen, obwohl die heiß und aufgedreht war. Fuhr los, blickt gelegentlich in den Rückspiegel und jedes Mal sah sie regungslos dort sitzen, die Hände im Schoß gefaltet, die Augen starr auf die Straße gerichtet. Die Fahrt dauert was 20 Minuten, doch je näher sie der Adresse kämen, desto unruhiger wird Martin. Sein Hände verkrampfen sich am Lenkrad und sein Herz schlug schneller. Schließlich wollte der Frau sagen, dass sei gleich sehen. Dreht sich kursam, doch der Rucks, war leer. Trat abrupt auf die Brems, der Wagen kam ruckartig zum Stehen, und stand in den leeren Innenraum. Die Tür war geschlossen, es gab kein Geräusch, kein Anzeichen dafür, dass Jem und ausgestiegen wäre. Fühlt, wie der Schweiß über den Nacken ran, während sein Atem in kurzen Stößen ging, trotz der Angst beschloss die Fahrt zu beenden und zur genannten Adresse zu fahren. Es war ein altes, herrenturgerkamins Mietshaus, einige Fenster waren zugenagelt und ihr dunkel. Mit zitternden Händen stieg aus, klopfte an die Eingangstür, und nach einiger Zeit öffnet eine ältere Frau. Als sie fragt, ob ihre Jim und Wohn, der ein Taxifahrt bestellt heb, so sei erschrocken an. Niem und von uns hat ein Taxi gerufen, sagt sie, aber vor vielen Jahren lebt ihre meine Schwester. Sie starb an ihrem Hochzeitstag, ein Unfall auf der Oberbombrück. Sie trug ein weiß Kleid, wie sie es beschrieben. Martin konnte kaum glauben, was da hört. Die alte Frau erzählt ihm, dass die Braut damals in einem Taxi unterwegs zur Kirche gewesen sei, doch der Wagen heb die Kontrolle verloren und sei in die Spree gestürzt. Seitdem so berichtet man im Viertel, sei ihr Ziel ruhelos, immer wieder taucht sie in der Nähe der Brücke auf, als such sei nach einem Weg zu ihrer Hochzeit, die niemals stattfand. Noch in derselben Nacht kehrt Martin zurück zu seinem Wagen. Setzt sich hinter das Steuer, doch sein Hände zitterten so sehr, dass kaum den Schlüssel drehen konnte. Als der Motor ansprang, fiel sein Blick zufällig auf den Rückspiegel. Für einen Augenblick, kaum länger als ein Wimpernschlag, meint wieder die Gestalt der Frau im weißen Kleid auf dem Rucks.
It's zu sehen, doch als genauer Hinse, wo der Platz leer. Von diesem Tag en meid die Oberbombrook, wann immer kant. En die Fahrer lachten übersehen geskicht, doch schwör bei allem, was heilig war, dass nicht getriumt hat. Es war kein Rausch, kein Schuss, sondern Begegnung mit einer Ziel, die nei Frieden gefunden hat. Noch Jahr später, wenn nachts unterwegs war, meinte manchmal Rascheln im Auto zu hören, als ob Jem, und ansitzt, bar auf dem Rücksitz saß. Und so war die Legend vom Gespenst der Oberbombrook, weiters Flüstern in der Langen List Berliner Geistergeschichten. Für die Mason nur Mädchen, gruseligsten, die man sitzt, bei Cousin schien erzählt. Für Martin aber war es großarme Wahrheit, eingraviert in sein Gedächtnis Begegnung mit der Grenze zwischen Leben und Tod, die niemals wieder vergessen konnte. Das Schloss lag einsam auf einer Anhöhe, umgeben von dichten Wäldern, die den Wind wie Gefängnis festhielten. Die Mauern waren schwarz vor Feuchtigkeit, die Fenster zerbrochen, und die schweren Holsteren hingen schief in ihren Angeln, kaum Jem, und wagt sich noch dorthin, doch Benz beschloss klein Grupp von Arbeitern, die Ruhe zu betreten, sie sollten eigentlich nur Vermissungen durchführen, den möglichen Wiederauf Bau zu prüfen, doch sie trugen Nugia in sich Nugia auf die unheimlichen Geschichten, die man sich seit Generationen erzählt. Skon beim Betreten des Hofs sputen sei die schwer der still, kein Vogel zwitschert, kein Tier ruhet sich, nur das Nacken ihrer eigenen Schritt auf dem Kais. Einer der Männer, kräftiger Birk, namens Helmut, lacht über die Ursachen der Dorfbewohner, alles aber glob, sagt und schlug mit der Taschenlampe gegen die bröckelnde Wand. Doch tief in seinem Inneren konnt das Gefühl nicht abschütteln, das Jem, und sei beobachtet. Die Arbeiter gingen durch die Haupthalle, der Boden war mit Staub und Schutt bedeckt, Spinnweben hingen von den hohen Decken. Kalter Luftzug fuhr durch den Raum, obwohl alle Türen geschlossen waren. Dann hörten sie es, rhythmisches Klopfen, wie von Schritten, die den Gang entlang holten. Zuerst dacht man, es sei der Wind, doch das Geräusch war so regelmäßig, so schwer, als würde Jem, und mit Absicht gehen. Einer der Männer, Friedrich, wollte der Sasch nachgehen, mit Klopp von dem Hörsen schlich den Korridor entlang, die Taschenlampe fest in der Hand. Die Schritt wüsteten plötzlich, blieb stehen, und in der Still hört nur sein eigenes Atmen. Doch als sich umdreht, glaubt im Augenwinkel Gestalt im alten Kleid zu sehen, die sofort wieder im Schatten verschwand. Panik kroch in einem Hock, aber wagt es nicht, ein Wort zu sagen. Die Gruppe beschloss, weiter zu machen, und stieg in den Keller hinab. Dort, so erzählt man sich, seien einst die Diener eingesperrt und gefoltert worden, wenn sie der Gräfin nicht gehorchten. Der Gang war eng, die Luft modrig, und die Stufen nahten unter jedem Schritt. Unten angekommen, sahen sie reichen alter Fässer, einige zerbrochen, andere noch verschlossen. Plötzlich ertönt ein Schreikurs, schrill und voller Schmerz. Die Männer fuhren herum, doch keiner von ihnen hat einen Laut von sich gegeben. Helmut, der Spötter, grinst nervös. Bestimmt nur ein Jul, murmelt doch sein Stimm klang nicht überzeugt. Einer der jüngeren Arbeiter, Thomas, wollte das Größtfass öffnen. Stemmt den Deckel mit einem Brecheisen-Hock. Und sofort stieg ein weiterlicher Gerach nach volligem Fleisch auf. Sie hielten sich die Nasen zu, doch im schwachen Licht der Taschenlampe glaubten sie, darin etwas wie Notchen zu sehen. Entsetzt warfen sie den Deckel zurück, und in dem Moment erlosch das Licht. Finsternis umgab sie. Nur ihr hektisches Atmen erfüllt den Raum.
Dann begann das Klopfen wieder diesmal direkt neben ihnen, als wurden unsichtbar Schritt den Kreis am Sei schließen. Thomas schrei auf, als nein eiskalt Hand an der Schulter berührt, doch als die anderen hinlutschten, war niem und hinter ihm, sein Orgen, wenn weit aufgerissen, und konnt kaum sprechen. Sei wollen nicht, das wir hier sind, stammelte. Panisch rannten die Männer die Treppen hinauf, doch einer blieb zurück. Helmut, der stärkst von ihnen, war im Dunkeln gestrechelt. Als die anderen oben waren und sich umdrehten, sahen sie, wie im Keller stehen blieb, als hielt et was fest. Sein Taschenlamp rollt über den Boden, das Licht zittert, und für einen Moment glaubten sie, die Umriss mehrerer Gestalten hinter ihm zu erkennen bleikgesichtete, leer Augen, die Hände ausgestreckt, dann erlosch das Licht endgültig, die Gruppe floh aus dem Schloss, stolpert in den Hof und wagt es nicht, zurückzusehen. Als sie am nächsten Morgen mit Würstchen zurückkehrten, war von Helmut kein Spur, kein Körper, kein Lamp, nichts. Nur das Jerf nicht was im Keller, in dem sich nun nichts mehr befand, als schwarzes Wasser, das nach Modder stank. Die Dorf, unerhörten von der Geschichte und nickten nur, sei erseholten, die Gräfin heb einst ihr Diener großem behandelt, heb sei in Fässern eingesperrt, bis sei starben. Ihr Seelen seien verdammt, das Schloss für alle Ewigkeit zu bewaschen. Jeder, der sich zu tief hineinwich, would nicht mehr zurückkehren oder käme zurück, aber verändert. Tatsächlich kehrt einer der Arbeiter, Friedrich, nach einigen Watchen ins Dorf zurück, doch sprach kein Wort. Sein Augen waren leer, als blick ständig in ein andere Welt, wenn keiner und auf der Straße verspäteten, regiert nicht. Saß nur stundenlang am Fenster, starrt in die Fern und murmelt manchmal leis, kaum hörbar. Sie sind überall, seit jener Nacht meid, in das Dorf das Schloss, niem, und wagt sich mehr. Dorthin nicht einmal Abenturer oder Touristen. Und wenn der Wind im Winter über die Hügel pfeift, klingt es, als würden die verlorenen Seelen noch immer klopfen Schritt für Schritt, im endlosen Kreis ihrer Qual. Der Schwarzwald lag in dichten Nebel gehüllt, als ein junges Paar, Lina und Markus, beschloss, einen späten Abendspaziergang zu unternehmen. Die Bäume ragten wie Dunkelturm in den Himmel, ist verschlungen, als wollten sie die wenn, eigentlich strahlen, die durch den dichten Wald fielen, verschlingen. Es war still, bis auf das gelegentliche Nacken von Ästen unter den eigenen Füßen, doch tief in der still schien was lauern zu wollen, was, das die Schatten zu bewegen schien. Plötzlich hörten sie ein leises Lachen, zart und fast kindlich. Es klang so, als käm es direkt aus der Nähe eines kleinen Bogs, der durch den Wald floss. Lina blieb stehen. Hast du das gehört? Flüstert sie. Markus nickt, obwohl sich ebenfalls unwohl fühlt. Das Lachen wiederholt sich, jetzt was lauter und näher, begleitet von einem leisen Klopfen, als würde Jem, und über den Boden springen. Dann erblickten sie es, ein Kind, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, mit einem lockigen, blonden Haar und einem schmutzig weißen Kleid. Es spielt zwischen den Bäumen, sprang über Wurzeln und verschwand sofort wieder, wenn sie sich näherten. Vielleicht hat es sich verlaufen, sagt Markus und trat vorsichtig näher. Doch je näher sie kämen, desto merkwürdiger wurde das Gefühl. Der Wald schien sich zu verändern, wie die sie sich kannten, verschwanden plötzlich. Es war, als würde das Kind nicht nur laufen, sondern die Umgebung sich herum manipulieren, sie in ein Labyrinth aus Schatten und Baumstämmen sehen. Sie folgte
Dem kein Teifer in den Wald, die Nacht word dichter, an der Nebel schloss sich wie ein Vorhang sei. Immer wieder hörten sei das Laschen hinter sich, obwohl sei standen, drehten sich Unsehen. Nichts, Markus begann zu rufen, hey, kind, wir wollen dir nichts tun, doch die Stimme holt nur unheimlich zwischen den Bäumen weiter. Lina fühlt, wie Panik in ihr Hot stig, sei wollt umkehren, doch jeder Versach, den Weg zurückzufinden, indeed in einer noch dunkleren, fremdartigen Lichtung. Next stunden, die wie Minuten schienen, bemerkten sei, dass das kein sei Answer. Von weitem wirkt is freundlich, unschuldig, doch was an seinen Augen ließ nen das Blatt in den Adern Jeffrieren. Is war nicht kindlich, nicht lebendig die Augen wären schwors wie tiefst Hörlern, in denen kein Licht je Einlass fand. Ein Schauer lief nun über den Rücken und plötzlich merkten sei, dass sei den Pfad verloren hätten. Der Wald hat sich verwandelt, jeder Baum schien sich bewegt zu heben, als wollt sei fangen, sei beschlossen zu rennen. Ihr Fuß stolper, den Überwurzeln an Stein, die Lungen brannten, doch das kein schien einen immer einen Schritt voraus. Sie hörten das Laschen immer lauter, immer näher, und die Schatten schienen sich zu verdichten, als wollten sie die beiden vollständig verschlingen. Lina fiel hin, ihr Hand beruh, het einen musbuetschinen Stein, und als sie aufblickt, sah sie das kind direkt vor ihr stehen. Es streckt ein winzig Hand aus, und für einen Moment fühlt sie den eisigen Griff, wie ein Monung, nicht weiter zugehen. Markus griff nach ihr, zog sie mit aller Kraft auf die Bein, und sie rannten weiter, ohne zu wissen, wohin. Schließlich erreichten sie ein klein Lichtung, wo sie dachten, den Ausgang gefunden zu haben. Ihr Hörsen schlugen wild, und sie hielten ihn nie, zu verschnaufen. Markus sucht sein Handy, den Weg zu überprüfen, doch als auf den Bildschirm blickt, starrt Auf dem Handy wären Fotos, die sie niemals gemacht hatten, verwickelt Bilder von ihnen selbst, laufend im Kreis, beobachtet von einer dunklen, verschwommenen Gestalt im Hintergrund. Lina schrie, als sie die Bilder sah. Das ist nicht möglich, wir wären doch allein. Doch was in der Luft einkelt, die sich ihr Körper legt, flüstert ihnen, dass sie nicht allein gewesen wären. Das Kind taucht in den Fotos immer wieder auf, verschwommen und doch eindeutig, als würde es ihre Bewegungen kontrollieren oder beobachten. Sie fühlten sich wie Marionetten in einem Spiel, das sie nicht verstehen konnten. Verängstigt rannten sie weiter, bis sie endlich den Rand des Waldes erreichten und die Lichter der nächsten Straße sahen. Sie fielen auf den Bürgersteig, keuchend, die Hände zitternd, als würden sie gerade aus einem Albtraum erwachen. Doch die Bilder auf dem Handy ließen ihnen keine Ruhe. Sie hatten nicht nur gesehen, sondern es dokumentiert und das, was sie gefunden hat, war real. In den Tagen danach konnten sie kaum sprechen, die Erinnerung an das Lachen, das unheimliche Kind und die währenden Weg ließ sie nicht los. Sie kehrten nie wieder in diesen Teil des Schwarzwaldes zurück, doch manchmal, wenn die Nacht still ist, hören sie noch das Lachen, urgent, wo in der Fern so nah, dass es scheint, als stund das Kind direkt neben ihnen. Es ist ein Lachen, das neugierig, verspielt und tödlich zugleich ist. Ein Hinweis darauf, dass manch Seelen niemals Frieden finden und dass manch Kinder im Wald nicht wirklich Kinder sind, sondern Hüter von Geheimnissen, die Lebenden besser niemals erfahren sollten.